Herzlich willkommen zu meinem ersten Kommentarvideo. Das Video, was ich heute kommentiere, stammt von israelischen Missionaren. Es wurde auf Hebräisch veröffentlicht mit englischen Untertiteln und von Achim, einem deutschen Christen, übersetzt und auf YouTube hochgeladen. Viel Spaß! Habt ihr euch jemals gefragt, ob die rabbinisch-jüdische Religion, die wir heute alle kennen, derselbe Judaismus ist, der zu biblischen Zeiten praktiziert wurde, in der Zeit von Mose und den Propheten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mir diese Frage oft gestellt und stelle sie mir heute immer noch sehr oft und diskutiere auch sehr oft mit meinem Lernpartner darüber, ob und inwiefern das orthodoxe Judentum, das wir heute praktizieren, ob es vielleicht doch in Wirklichkeit eine Erfindung der Rabbiner ist. Denn in der Tora steht eigentlich nichts darüber, dass Gott Mosche eine Erklärung der 613 Gebote gab. Da steht nichts von einer mündlichen Lehre. Da steht auch nichts darüber, dass es verboten ist, Milch zusammen mit Fleisch zu kochen oder dass man Tfilin tragen soll. Da steht auch nichts darüber, dass man Tzitzit tragen soll. Aber noch wichtiger ist, wir sehen, dass viele Lehren der Rabbiner widersprechen den wörtlichen Sinn der Tora. Und dazu kommt noch, dass die Rabbiner kommen und noch strengere Gebote uns auferlegen, als die Tora es sagt. Wie kann das sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde, jeder sollte sich diese Frage stellen. Und wenn du dir auch diese Frage stellst, dann komm zu mir. Ich gebe dir Antworten. Aber geh nicht zu den Missionaren. Warum nicht? Das zeige ich dir in diesem Video. In den letzten 2000 Jahren bedeutete der allgemeine Begriff Befolger bezüglich der Tora und den Geboten nicht wirklich das, was die meisten Menschen darunter verstehen. Heutzutage ist es schlichtweg unmöglich, die Gesetze der Tora zu erfüllen. Hast du es gehört? Heutzutage ist es schlichtweg unmöglich, die Gesetze der Tora zu erfüllen. Mit anderen Worten, ja, das Judentum ist eine Erfindung der Rabbiner. Heute sollte es keine Tora geben, keine Synagogen, keine Juden. Das ist der verzweifelte Ruf der Missionare, denn das Judentum existiert heute immer noch. Das schmerzt sie sehr, denn eigentlich nach ihrer Ideologie sollte es schon vor 2000 Jahren untergegangen sein. Aber es ist nicht passiert. Eigentlich hätte das Christentum das Judentum ersetzen sollen, aber es ist nicht passiert. Weil sie sich auf den Tempel beziehen, das Heiligtum, die Priesterschaft, den Altar und das Herzstück von dem allen. Opfer zu bringen zur Reinigung für unsere Sünden. Seiner Meinung nach bestehen die Gebote Gottes nur aus dem Tempeldienst, den es schon nicht mehr gibt. Wieder typische Irrlehre von Missionaren, dass ohne Opfer keine Sünden vergeben werden. Das lehrt die Bibel nicht. Gott vergibt Sünden durch Tschuwa, nicht durch Opfer. Ich habe in meinen Videos das Thema bereits ausführlich behandelt. In einem Punkt hat er aber recht. Wegen der Zerstörung des Tempels können die meisten Mitzvot nicht erfüllt werden. 343 Mitzvot sind heute nicht mehr erfüllbar. Dieses Vögelchen aber behauptet, die ganze Tora sei nicht erfüllbar. Das ist falsch. Wir können heute 270 Mitzvot erfüllen. All das gab es nicht seit der Zerstörung des Tempels vor 2000 Jahren. Übrigens gibt es einen Merksatz aus Shir Hashirim, dem Lied der Lieder, 5. Kapitel, 2. Vers. Dort heißt es, Ani yeshena velibi er. Ich schlafe, doch mein Herz ist wach. Das hebräische Wort für wach ist er. Es hat die Nummer 270. Ein gleicht 70 plus Reich 200. Juden sind zwar im Exil, aber ihre Liebe für die Mitzvot schläft nicht. Die Auflistung aller noch heute geltenden 270 Mitzvot verlinke ich gerne in der Beschreibung. Heutzutage sind mit dem Ausdruck die Gesetze befolgen diejenigen Leute gemeint, die den rabbinischen Regeln folgen. Er will sagen, das Christentum sei die einzige authentische Religion, die sich authentisch auf die Tora bezieht und nicht den bösen Talmud folgt. Er irrt sich. Auch die Samaritaner und die Karäer lehnen den Talmud ab und versuchen nach der Bibel zu leben. Das ist kein Vorwurf, vielleicht weiß er es einfach nicht. Aber es gibt fast gar keine Verbindung mehr zu Mose und seinen Gesetzen. Juden kennen keine Gesetze von Moses. Juden kennen nur die Gebote von Gott.
Um die Wahrheit zu sagen, haben die Rabbiner der Nation Israels ein höchst ausgeklügeltes Programm vorgespielt. Sie haben uns glauben gemacht, dass die Tradition in den rabbinischen Regeln, die sie selber erfunden haben, die Gesetze Moses wären. Mit anderen Worten, wir hassen die Rabbiner und wir hassen den Talmud. Eigentlich sollte es euch nicht mehr geben. Ihr habt eure Mitzvot selbst erfunden und nur dank dieser Erfindung 2000 Jahre unter den Völkern nach der Zerstörung des Tempels überlebt. Aber jetzt geben wir es euch richtig. Wir haben unwiderlegbare Beweise, dann werdet ihr euer Judentum schon aufgeben. In den nächsten Minuten beweisen wir euch, dass das Gesetz des Mose und das rabbinische Gesetz nichts miteinander zu tun haben und dass das mündliche Gesetz niemals von Gott auf dem Berg Sinai gegeben wurde. Und dass es nicht mehr ist als eine moderne Legende. Nicht wie andere YouTuber, die Videos unvorbereitet kommentieren, habe ich dieses Video schon gesehen. Und ich kann euch versichern, nichts davon wird in Erfüllung gehen. Er wird weder von Mose sprechen, noch von Sinai, noch von den mündlichen Gesetzen der Tora. In biblischen Zeiten verließ der Hohepriester eine Woche bevor Yom Kippur sein Haus und ging zu einem ruhigen Platz, wo er sich geistlich vorbereiten konnte. Hä? Woher weiß er das? Hat er etwa das erste Kapitel der Mishnah Yoma gelesen? Aber das haben doch die bösen Rabbiner geschrieben. Er mogelt. Während Yom Kippur schlief der Priester nicht. Der Hohepriester schlief nicht. Woher hat er das? In der Bibel steht das nicht. Moment, das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht etwa die 4. Mishnah des ersten Kapitels des Traktats Yoma? Wie kann das sein? Tatsächlich. Aber ich dachte, die Mishnah gehört zur mündlichen Lehre. Und diese wiederum ist nicht von Gott, sondern nur eine Erfindung der bösen Rabbiner. Aber jetzt spricht er von biblischen Zeiten. Ich bin verwirrt. Er würde an diesem einen Tag im Jahr in das Allerheiligste gehen und ein Opfer bringen. Erst muss er ein Opfer für sich selbst bringen und dann eine Ziege zur Reinigung für die Sünden der Nation. Israel würde in Einigkeit fasten. Fasten war nur eine nebensächliche symbolische Geste. Es war nicht zur Reinigung für die Sünden der Nation während des ganzen Jahres gedacht. Das geopferte Blut auf dem Altar war das, was die Reinigung der Sünden der Nation Israels bewirkte. Das Fasten war nur Israels Art, ihre tiefe, wahre und herzliche Trauer auszudrücken über das gebrachte Opfer. Laut Tradition erwartete die Nation am Ende von Yom Kippur das offizielle Siegel. Nach der Tradition? Nach welcher Tradition? Meint er etwa den Talmud? Nein, das kann nicht sein. Das ist doch nur eine Erfindung der Rabbiner. Er kann nicht den Talmud meinen. Eine offizielle Bestätigung von Gott, dass er das Opfer angenommen hatte und die Sünden Israels gesühnt wären. Worin bestand die Bestätigung? In einem roten Seil, das im Tempel hing. Ein scharlachroter Faden wurde weiß. So wusste der Hohepriester und die ganze Nation, dass Gott ihr Yom Kippur-Opfer angenommen hatte. Das Volk tanzte, feierte und war froh. Ihre Sünden waren ausgewischt und bezahlt für ein weiteres Jahr. Ja, er meint den Talmud. Genau gesagt die Gemara in Yoma 39b. Und jetzt kommt sein Jesusbeweis aus dem Talmud, der eigentlich eine Erfindung der Rabbiner ist, wie sein Kumpel es am Anfang gesagt hat. Seltsam. In der Gemara beschreibt Hasal das Folgende. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich der Bedeutung des Wortes Chazal bewusst ist. Chazal ist ein Akronym für Chachmeinu Zichronam Livracha. Übersetzt, unsere Weisen, die Rabbiner, mögen sie gesegnet sein. Ungefähr 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, der im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde, wurde dieses rote Seil, der rote Faden, plötzlich nicht mehr weiß. Das verursachte bei den Führern der Nation große Betroffenheit. Denn ab dem Jahr 30 nach Christus beendete Gott seine Bestätigungen an Yom Kippur. Die scharlachrote Schnur wurde nicht länger weiß. Gott wollte nicht länger das Yom Kippur-Opfer annehmen. Weil ab dem Jahr 30 nach Christus wohnte Gott nicht mehr im Tempel, der 40 Jahre später zerstört wurde. Erinnert ihr euch, was um das Jahr 30 nach Christus passierte?
Ja, dieser Abschnitt ist ein Musterbeispiel für die Doppelmoral der Missionare. Dieses Vögelchen hat sich vorgenommen zu beweisen, dass die Rabbiner den Talmud, die ganze mündliche Lehre, erfunden haben. Aber er selbst öffnet den Talmud und sucht darin nach einem Jesusbeweis. Wenn der Talmud eine Lüge ist, dann ist auch dein Jesusbeweis eine Lüge. Und wenn der Talmud keine Lüge ist, tja, dann ist auch dein Jesusbeweis trotzdem eine Lüge. Warum? Ganz einfach. Alle Missionare haben Angst vor Rabbi Jochanan. Denn Rabbi Jochanan sagte im Talmud Sanhedrin 38b, ich zitiere, Rabbi Jochanan sagt, an allen Stellen, aus welchen die Heretiker ihre Beweise entnehmen, findet sich die Antwort daneben. Das heißt, wenn die Christen kommen und sagen, Jesus hier, Jesus da, dann liest das ganze Kapitel im Kontext. Dort findest du die Antworten, so findest du, wie man den Heretikern antwortet. Denn die Antwort liegt im Kontext. Und auch in unserem Fall liegt die Antwort im Kontext, den uns dieser Missionar natürlich nicht gegeben hat. Das kann er gar nicht, denn er hat ja Angst vor Rabbi Jochanan, sonst würde er uns den Kontext nennen. Schauen wir uns zuerst seinen Jesusbeweis an. Das Vögelchen nimmt sich nicht die Zeit, es zu erklären. Deshalb mache ich es für ihn. Hier ist noch eine unveröffentlichte deutsche Übersetzung des Talmuds. Dort steht: Die Rabbanan lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geriet nicht das Los für Gott in die Rechte. Wurde der rot glänzende Wollstreifen nicht weiß, brannte nicht die westliche Lampe. Was hat es mit dem roten Wollfaden auf sich? Am Yom Kippur gibt es 2 Böcke. Einer wird geschlachtet, der andere in die Wüste geschickt. Der sogenannte Sündenbock. Der Hohepriester zieht 2 Lose aus einem Kasten. Auf einem Los stand für Gott, auf dem anderen für Azazel. Azazel ist der Name des Ortes, wohin der Sündenbock gesandt wurde. Vor dem Priester stehen 2 Böcke, rechts und links. Fällt das Los auf den rechten Bock mit der Aufschrift für Gott, wird dieser Bock geopfert und der andere in die Wüste geschickt oder umgekehrt. Soweit alles klar. Was hat das jetzt mit der roten Schnur auf sich? Diese rote Schnur besteht aus Wolle, die rot gefärbt wurde. Diese Wolle bindet der Hohepriester den beiden Böcken um die Hörner. Darauf werden die Sündenböcke in die Wüste oder der Sündenbock in die Wüste geschickt und der andere Bock wird geschlachtet. Nun erzählt der Talmud, dass die rote Wolle des Sündenbocks, wie auch die rote Wolle des anderen Bocks, weiß wurde, wenn Gott die Sünden des jüdischen Volkes verziehen hatte. Und das war immer der Fall bis im Jahr 40 vor der Zerstörung des Tempels. Jetzt kommen die Missionare und sagen, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, das fällt ja auf das Jahr 30. Der Tempel wurde im Jahre 70 zerstört, 70 minus 40 macht 30. Nun fragen die Missionare, was war im Jahre 30 nach der Zeitrechnung? Was geschah da? Da schauen wir uns das mal an. Hier ist ein Artikel aus Wikipedia. Also was haben wir da? Nein, nicht gestorben. Kaiser Nero ist gestorben. Vielleicht hat Gott deshalb den Juden die Sünden nicht vergeben. Nein, das kann nicht sein. Schamai ist auch gestorben. Er ist ein sehr wichtiger Lehrer des jüdischen Volkes gewesen. Was haben wir da? Jesus von Nazareth. Also, Gott hat den Juden ihre Sünden nicht vergeben, weil Jesus gestorben ist. Und Jesus war doch angeblich das letzte Opfer. Das liegt doch klar auf der Hand. Falsch gedacht. Denn erstens ist diese Auslegung sehr willkürlich. Der Faden hat sich vielleicht nicht weiß gekehrt, weil Nero gestorben ist oder weil Schamai gestorben ist. Oder man kann den ganzen Spaß umdrehen und sagen, der Faden hat sich nicht weiß gefärbt, weil Juden Jesus gefolgt sind. Aber lassen wir den Quatsch. Ich verrate euch, was der Talmud in Wirklichkeit sagt. Schauen wir uns den wahren Grund an, dann sehen wir, warum die Missionare Angst haben vor Rabbi Jochanan. In welchem Kontext erzählt der Talmud diese Geschichte? Auf dem Daf davor lesen wir über einige Wundererscheinungen zur Zeit des Zweiten Tempels. Diese Wunder geschahen zur Zeit während der
40-jährigen Amtszeit des Hohepriesters Rabbi Shimon ha-Tzadik. Wir lesen hier wieder aus der noch nicht veröffentlichten Talmud-Übersetzung. Die Rabbanan lehrten, während der 40-jährigen Amtszeit Shimon des Gerechten geriet das Los für Gott stets in die Rechte. Von da ab geriet es zuweilen in die rechte und zuweilen in die linke. Der glänzend rote, da ist ein Tippfehler, Wollstreifen wurde stets weiß. Von dann ab wurde er zuweilen weiß und zuweilen nicht. Die westlichen Lampe brannte immerwährend, und von dann ab brannte sie zuweilen und zuweilen erlosch sie. Um welche Wunder handelt es sich? Das Los, das der Hohepriester am Jom Kippur zog, war immer in der rechten Hand. Die Kerzen brannten immerwährend. Ich will jetzt im Detail nicht auf diese Kerzen eingehen. Wichtig, während der Amtszeit vom Shimon dem Gerechten wurde der Wollfaden immer weiß gefärbt. Also zuerst war er rot und dann am Jom Kippur wurde er weiß. Der Talmud fügt aber noch ein sehr wichtiges Detail hinzu. Nachdem Shimon der Gerechte gestorben ist, haben sich die Dinge verändert. Mal brannten die Kerzen, mal brannten sie nicht. Mal wurde das Los in die rechte Hand gezogen, mal in die linke Hand. Mal wurde der Faden weiß, mal blieb er rot. Und wann ist Shimon der Gerechte gestorben? Irgendwann im 3. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Was sehen wir jetzt daraus? Nach dem Tod vom Shimon des Gerechten begann eine Verschlechterung. Wunder hörten langsam auf. Ja, sie hörten langsam auf, nicht sofort. Mal wurde der Faden rot, mal wurde er weiß. Bis 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Ab dann wurde der Faden immer weiß. Es ist ein Prozess gewesen und nicht, wie dieses Vögelchen sagt, dass die Wunder sofort aufhörten, weil Jesus gestorben ist. Aber was geschah nach dem Tod vom Shimon dem Gerechten bis zum Jahre 30 nach der Zeitrechnung? Und über welchen Verfall, über welche Verschlechterung sprechen wir? Es ist eindeutig ein moralischer Verfall. Warum? Das zeige ich euch. Viele Sünden gab es unter den Juden während des zweiten Tempels. Aber eine, ja die größte Ungerechtigkeit, war der selbstzerstörerische Bruderhass oder der grundlose Hass. Wir lesen im Talmud, sagt die Gemara, weswegen aber wurde der zweite Tempel zerstört, bei dessen Bestehen sie sich ja mit der Torah gottgefälligen Handlungen und Liebeswerken befassten. Sagt der Talmud, weil dann grundlose Feindschaft herrschte. Das lehrt dich, dass grundlose Feindschaft die 3 Sünden Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen aufwiege. Der Talmud stellt die Frage, warum wurde der zweite Tempel zerstört? Die Menschen haben sich mit der Torah beschäftigt, die haben das Wort erfüllt. Also warum wurde er zerstört? Was war die Sünde des jüdischen Volkes? Und der Talmud antwortet, die grundlose Feindschaft, der grundlose Hass, was sogar schlimmer ist als Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen. Dieser moralische Verfall ging so weit, dass 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels das große Gericht, das Sanhedrin, aufhörte zu richten und sogar vom Tempel verbannt wurde. Warum? Weil die Richter selbst auf die unterste moralische Ebene gesunken sind und auch Bestechung nahmen. So lesen wir hier in der Gemara. Ferner wird gelehrt, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels siedelte das Sanhedrin nach der Kaufhalle über. Und hierzu sagt Rabbi Itzhak ben Evdami, dies besage, dass sie in Bußgeldsachen nicht mehr gerichtet haben. In Bußgeldsachen? Wie kommst du darauf? Sage vielmehr, dass sie in Todesstrafsachen nicht mehr gerichtet haben. Wir sehen also, der Tempel wurde wegen sozialer Ungerechtigkeit zerstört, wegen des grundlosen Hasses, der 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels seinen Höhepunkt erreichte, im Verfall der Gerichte und der Gerichtsbarkeit. Deshalb hat Gott aufgehört, die Opfer des Volkes anzunehmen, und der rote Faden färbte sich nicht mehr weiß. Dass es hier bei der Verfärbung der Wolle wirklich um soziale Ungerechtigkeit geht, wissen meine Zuhörer aus meinem Podcast. Vielleicht könnt ihr euch noch an das 1. Kapitel von Jesaja erinnern. Dort wendet sich Jesaja an die korrupten Gerichte und sagt dort im 1. Kapitel Vers 17,
Lernt Gutes tun, sucht das Recht, tadelt den Unterdrücker, verschafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Und im Vers 18 sagt er, wenn auch eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee, so weiß werden sie. Na, unser Faden. Sie sind wie Scharlach, wie Schnee sollen sie werden. Wenn sie auch rot wie Purpur sind, wie weiße Wolle sollen sie werden. Das geht um den Faden. Also Jeschai richtet sich an die korrupten Gerichte seiner Zeit und sagt, wenn ihr euch um die Weisen kümmert, wenn ihr um die Ungerechten richtet, dann werden eure Sünden vergeben werden. Und woran sieht man das? An der Wolle. Was sagst du um das alles? Die soziale Ungerechtigkeit, die korrupten Gerichte, der Verfall der Moral sind bei Gott verhasst. Und eben das war der Grund, warum 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels keine Opfer mehr angenommen wurden. Doch der Verfall hat nicht im Jahre 30 angefangen. Er hat schon viel früher angefangen, nach dem Tod des Schimon des Gerechten, im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Von da an mussten die Rabbis den Judaismus neu erfinden, und zwar so, dass er auch ohne Gottes Bestätigung funktionieren würde. Aha, jetzt kehren wir wieder zurück zu der These, dass die Rabbiner das Judentum erfunden hätten. Nachdem ihr den Talmud gerade missbraucht habt, braucht ihr nicht mehr, ist ja erfunden. Obwohl sie die Begriffe Judaismus und Tora beibehielten, änderte sich der Inhalt. Es war nicht länger die Tora, die Mose geschrieben hatte. Stattdessen war es von nun an das mündliche Gesetz. Plötzlich brauchte man keinen Altar mehr, keinen Tempel und auch keine Opfer mehr für Sühne und Vergebung. Nun ja, das war eigentlich keine Erfindung der Rabbiner, sondern der Propheten. So lesen wir zum Beispiel in Hosea 14,3, wir wollen die Ochsen mit unseren Lippen ersetzen. Das heißt, unsere Gebete, die sollen statt den Opfern dienen. Kommt halt davon, wenn man nur das Neue Testament liest und die Propheten nicht kennt. Heute genügt es, Geld an eine Bibelschule zu geben und 2 Mahlzeiten im Jahr zu spendieren. Erinnert mich an den mittelalterlichen Ablasshandel der Christen. Juden machen das nicht. Es ist natürlich sehr schön, wenn die Shivot und Seminare Geld bekommen. Das gibt Juden wie mir die Möglichkeit, dort zu lernen und solche informativen Videos gegen die Missionare zu machen. Okay, ich halte hier an. Fortsetzung folgt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.